nicht unten im Zuschauerraum zu sitzen und nach oben zu gucken, sondern oben zu stehen und dann auch was zu erzählen. Die Realität in der Hauptsaison sieht aber anders aus. Das ist jetzt deutlich aufwendiger, als ich dachte, aber das hilft ja jetzt nichts. Und es freut sich jemand über die Windfahne. Es ist Winter und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich in Lindau. Ich glaube, die Hafeneinfahrt ist ziemlich bekannt. Wie muss man sich den Winter vorstellen? Wir sind zwar im Mittelmeer, trotzdem ist es im Mittelmeer auch so, dass man die Winter eher nicht auf dem Boot in einer Bucht verbringt, weil es gibt zu oft starke Winde, der Seegang ist hoch und deswegen ist es auch in den Buchten relativ ungemütlich. Es geht zwar, aber es ist nicht sehr komfortabel. Und wenn man dann ohnehin Reparaturen zu erledigen hat und die Familie in Deutschland auch mal wieder sehen will, dann geht man gerne auch mal für 2, 3, 4, 5 Monate in den Hafen, um dort die Sachen zu erledigen, die man in den Buchten eher weniger macht, wie Reparaturen. Und dann ist auch die Zeit, nach Deutschland zu fliegen, dort die Familie, die Freunde zu besuchen, die Reparaturen vorzubereiten, vielleicht mal zum Arzt zu gehen, Personalausweis nachzubestellen und so weiter. Also eher so bürokratische Sachen zu erledigen. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir kommenden Montag auch wieder nach Licata zurückkommen, wo unser Boot liegt, und der Kälte wieder entfliehen können. In Licata haben wir so 15 bis 20 Grad tagsüber und das ist natürlich etwas anders als hier. Wenn wir im Winter in Deutschland sind, ist natürlich einer unserer wichtigen Termine die Boot hier in Düsseldorf. Und dieses Jahr war es für uns besonders aufregend, weil wir zum ersten Mal Vorträge gehalten haben. Und das war schon mal was anderes, so nicht unten im Zuschauerraum zu sitzen und nach oben zu gucken, sondern oben zu stehen und dann auch was zu erzählen. Ja, und das ist auch ganz anders als ein Live- oder eine berufliche Präsentation. Also wenn du irgendwie auf einmal vor, ich weiß nicht, wie viel waren das gestern? 50, bisschen mehr als 50 Leute oder so. Also die Hauptbühne in der Halle 15 war gut voll und war toll. Also wir haben uns echt gefreut, hat riesig viel Spaß gemacht. Wir waren sehr nervös, aber dafür haben wir es trotzdem ganz schön gut durchgezogen. Ein paar Ausschnitte seht ihr jetzt davon. Nehmt euch gerne die Mikros, ich überreiche euch den Pointer und sage euch ganz, ganz viel Spaß. Hallo. Ja, wir erzählen euch heute etwas über die Balearen im Sommer, speziell über das Ankern. Und wir setzen so ein bisschen Ankererfahrung voraus. Wir zeigen euch sehr spezielle Situationen, die aber sehr typisch sind für die Balearen. Und am Ende gibt es das natürlich nochmal zusammengefasst als Tipps, was ihr daraus mitnehmt. Es geht um entspannt Ankern auf den Balearen in der Hauptsaison. Und wir hatten das Vergnügen, dass wir 2 Jahre lang die Balearen in der Hauptsaison bereisen durften oder mussten. Wir konnten uns leider nicht die Hauptsaison, also nicht abseits der Hauptsaison aussuchen. Die Balearen liegen ja im Mittelmeer vor der iberischen Küste. Und wenn man sich das nochmal im großen Bild anguckt, dann sieht man, dass das hauptsächlich vor der Küste von Spanien liegt. Das ist dann Frankreich, dann sieht man noch Italien mit dem Bild. Also man sieht auch Italiener und Spanier. Es geht vor allem um die Mentalitäten. Wir haben Italiener, wir haben Franzosen, wir haben Spanier, wir haben Deutsche. Der Unterschied zwischen eben den Leuten, die dort leben, und den Leuten, die dorthin fahren, um Urlaub zu machen. Das sind unterschiedliche Mentalitäten und damit haben wir es zu tun. Wir haben eine Erwartungshaltung, wenn wir Urlaub machen möchten, möchten wir gerne das hier. Türkisfarbenes Wasser, eine leere Bucht, ganz viel Platz, ganz viel Raum, ganz allein für uns. Die Realität in der Hauptsaison sieht aber anders aus.
Das ist natürlich jetzt KI ein bisschen übertrieben, aber es geht in die Richtung. Also es ist wirklich voll. Und wir haben Erfahrung, es ist voll. Was könnt ihr eigentlich mitnehmen? Das fassen wir für euch nochmal zusammen. Es geht um die, wie überlebt ihr auf den Balearen? Und unsere erste Grundregel ist, meide volle Buchten. Das ist ja, wie wir gesehen haben, gar nicht so einfach. Und dann noch beobachte, wie dein Nachbar ankert. Das finde ich deswegen ganz wichtig. Das war jetzt dein Partner. Gut. Also, beachte, wie dein Nachbar ankert, weil du siehst an dem, wie er ankert, welche Erfahrung er hat und wie sorgfältig er eigentlich ist. Und dann ist unser Spezialtrick. Ja, Kommunikation. Also wir reden mit den Nachbarn. Wenn wir für uns denken, oh, das ist jetzt aber so ein bisschen, dann fragen wir mal nach, Mensch, wie viel Kette hast du draußen? Wie geht's dir so? Was hast du vor? Und bilden uns daraus unser eigenes Bild und entscheiden darauf. Die Realität ist, wenn es mir nicht gefällt, was mein Nachbar macht, muss ich wegfahren. Das ist so. Ich werde den Nachbarn nicht davon überzeugen können, ankern bei Sturm. Das ist eine Bucht, Menorca, da waren wir und es war Sturm angesagt und wir sind tatsächlich 30 Meilen weitergefahren, zurück nach Mallorca, um Schutz zu finden. Also wir hatten 50 Knoten, war das Max, was ich gesehen habe. Das kann aber auch gut sein, dass es noch ein bisschen drüber ging. Wir hatten anderes zu tun, als nur die Windanzeige zu beobachten. Was können wir tun, wenn so ein Wetter uns erwartet? Also das Wichtigste ist, dass wir den richtigen Anker haben, dass wir den Anker gut eingefahren haben, dass wir genügend Kette liegen haben. Vielen Dank, Christoph und Marion. Vielen Dank euch beiden. Wenn dich die Videos interessieren, die findest du in voller Länge auf unserem Patreon. Außerdem bekommst du dort auch exklusive Inhalte, Bonusinhalte und die Videos immer eine Woche vorher. Und zusätzlich unterstützt du uns auch noch dabei, weiterhin schöne Videos für euch zu machen. Und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Vortrag. Das ist mehr als nur Türkise, das ist so ein bisschen der wilde Norden der Balearen. Das sagen nämlich die nächsten beiden, Christoph Reisel und Marion Kempf. Sie haben zum einen einen Blog, hafenkino.blog, und sind seit 4 Jahren ausgestiegen, so ein bisschen mit ihrem Boot unterwegs und waren jetzt auch 2 Saisons auf Mallorca und kennen sich da in der Region hervorragend aus und wollen einfach ihre Tipps und Ideen uns noch ein bisschen näher bringen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, André. Danke, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, freut uns sehr. Ihr habt uns bestimmt ein paar tolle Bilder mitgebracht und ja, wir sind gespannt, was die Region so ausmacht. Ja. Vielen Dank. Wir starten auf meiner Lieblingsinsel. Wir starten in Formentera und zwar in der Cala Tramontana. Das ist diese Bucht genau in diesem Rechteck hier drin in der Ecke liegend. Die ist relativ ruhig. Es gibt keine sehr viel großen Hotels. Es gibt ein paar Restaurants an Land. Und ansonsten ist es, wie man hier sieht, sehr grün. Man kann sehr viel wandern gehen. Das Wasser ist unfassbar türkis, wirklich traumhaft schön. Und hier ein kleines Video, also sehr klares Wasser. Wir waren dort gewesen im Juni und einmal im August. Und es ist wirklich, man findet immer noch ein schönes Plätzchen, man hat immer noch ein bisschen seine Ruhe. Und ich glaube, die Farben sprechen einfach für sich. Also es ist traumhaft schön. Wie gesagt, gibt eigentlich fast nichts außer 5 Restaurants und einen kleinen Laden, wo man Bocadillos kaufen kann. Und dementsprechend ruhig ist es dort einfach auf. Wir gehen weiter auf Ibiza. Jetzt kommen wir wirklich in den Norden, in die Cala des Porcs. Diese Bucht haben wir letztes Jahr wirklich zufälligerweise entdeckt. Das ist ein richtiges Schätzchen. Die Cala des Porcs ist eine Bucht, da hast du deine absolute Ruhe und das klarste Wasser, das ich jemals gesehen habe. Wir kommen zu einer unserer Lieblingsbuchten, immer noch auf Ibiza, ganz im Nordosten. Das ist Cortinache. Und man sieht im Luftbild, das ist einmal diese Hauptbucht und oben rechts dieses ganz Türkise, das ist diese Seitenbucht, auf die gehen wir auch noch ein. Die fangen aber in der Hauptbucht an. Es gibt hier vorne einen türkisen Fleck. Und man sieht, dass der Rest fast nur Posidonia ist. Auf Posidonia dürfen wir nicht ankern, wir dürfen nur auf diesen türkisen Flecken ankern. Ich finde, es ist eine schöne Bucht. Die Bebauung ist zurückhaltend und es ist eine sehr geschützte und ruhige und tief eingeschnittene Bucht.
die auch meistens, man sieht es hier am Wasser, wir pendeln da ein bisschen, wir machen seitliche Welle, aber meistens liegt man dort ruhig. So, dann verlassen wir Ibiza. Wir gehen jetzt weiter nach Mallorca. Und Mallorca und der Norden von Mallorca, der ist ja bekannt. Da hat man so seine Bilder im Kopf, Deja und so weiter, das Tramontana-Gebirge. Und wir starten jetzt erstmal in der bekanntesten Bucht, Cortsoyer. Cortsoyer waren wir sehr lange gelegen, zeitweise. Das ist eine sehr geschützte Bucht bei fast allen Wetterbedingungen. Wenn es mal ein Mistral aus der etwas falschen Richtung ist, kann es sehr schaukelig werden, aber im Großen und Ganzen, wenn man erstmal drin ist, liegt man recht ruhig. Und der große Vorteil von Cortsoyer ist, dass man eben sehr gut nach Palma kommt. Jetzt kommen wir in die Cala Vicens, auch Mallorca. Diese Bucht ist das, was man sich unter türkisfarbener Bucht vorstellt. Also da muss man dazu sagen, diese Aufnahmen sind von August. August ist die Hauptsaison auf Mallorca, wo du in den normalen bekannten Ankerbuchten keinen Platz findest. Und das ist das, was wir vorgefunden haben. Im August auf Mallorca Platz, türkisfarbenes Wasser und Ruhe. Wir gingen auf Menorca. Menorca waren wir aus Wettergründen nur in dieser einen Bucht, aber diese eine Bucht hat uns wirklich sehr gut gefallen. Das ist die Cala Fontanella. Das ist eine recht große Bucht und wir waren dort auch im August gewesen, in der Hauptreisezeit. Also man sieht, es sind ein paar Boote dort, aber es ist immer noch Platz. Also man kann immer noch schön sein Boot dort irgendwo festlegen. Und auch dort gibt es nichts. Ihr habt auf jeden Fall super viele schöne Ecken auf den Balearen gezeigt. Also ich bin begeistert. Ich fand es alles schön, was ihr mitgebracht habt. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich kräftig bei der Ausbitte für euch beide von Hafenkiel. Das waren insgesamt 2 Vorträge. Der eine ging also eher ums Ankern auf den Balearen, was es da so zu beachten gibt, als das eher so Ankerpsychologie gewesen. Und der zweite, da ging es tatsächlich um die schönen Buchten im Norden der Balearen. Und war beides super spannend. Unser Messebesuch stand ja dieses Jahr nicht unter dem Motto, wir schauen uns irgendwelche Sachen an. Und wir haben uns auch vorgenommen, kein Boot anzuschauen. Aber direkt am ersten Tag ist uns ein Boot besonders aufgefallen und wir haben es uns dann doch am letzten Tag auf der Messe noch angeschaut. Die Heimat 42 ist ein ganz neues Boot, ein ganz neues Modell. Diese Segelyacht sieht anders aus als die meisten Segelyachten. Was sofort auf dem Boot ins Auge sticht, ist Platz. Trotz ihrer 42 Fuß Länge wirkt sie unglaublich geräumig. Vom Heck bis zum Salon gibt es keine engen Gänge, sondern einen offenen Wohnbereich, der das Licht einfängt und einen Rundumblick auf die Umgebung ermöglicht. Dank der großen Fenster fühlt man sich drinnen wie draußen gleichzeitig. Das Konzept eines echten Beachhouses auf dem Wasser. Das Cockpit ist nicht nur zum Steuern da, das Cockpit ist auch ein echter Wohnraum. Unter Deck setzt sich das offene Konzept fort. Die Eignerkabine im Bug bietet ein durchgehendes Doppelbett. Keine kleine V-Koje, sondern echter Komfort. Es gibt eine gemütliche Lounge, eine funktionale Pantry mit viel Stauraum und eine Gästekabine für Freunde oder Familie. Ein besonderes Feature ist der geringe Tiefgang von nur 1,48 Meter. Ideal, um auch in flachen Gewässern und geschützten Buchten verankert zu gehen. Die Yacht ist ein Langkieler und optional gibt es aber auch einen Hubkiel. Wie sie sich segelt, dazu können wir natürlich nichts sagen. Dank elektrischer Winschen und Selbstwendefock sollte sie sich auch einhand gut manövrieren lassen. Zumindest ist sie darauf ausgelegt. Die Heimat 42 ist keine klassische Serienyacht, sie setzt auf Freiraum, Komfort und cleveres Design. Ideal für Segler, die nicht nur von A nach B wollen, sondern das Leben auf dem Wasser genießen möchten. Was haltet ihr denn von diesem Konzept? Gefällt euch das? Schreibt's gerne in die Kommentare. Uns hat das Boot richtig gut gefallen. Wir fanden es allerdings nicht langfahrtauglich, obwohl es wirklich für lange Fahrt auch ausgelegt ist. Es ist Klasse A. Aber um darauf zu leben, fehlte uns ein wenig der Stauraum. Dennoch für Sommerturns und längere Reisen ein absolut tolles Boot. Sie hat uns wirklich sehr gut gefallen und auch die Verarbeitung fanden wir ganz großartig. Wir haben uns auch mit dem Designer des Bootes unterhalten. Sehr sympathischer Mann und er weiß, was er tut und er hat genaue Ideen gehabt von seinem Konzept.
wir waren sehr angetan. Gefrorene Sachen im Boot, das gab's nicht. Aber jetzt kann ich die Steaks morgens hier reinlegen und abends ins aufgetaut. Das ist ja. Gleichzeitig könnte man an dieser Stelle sonst auch einen Dishwasher haben. Nach dem zweiten Wochenende auf der Boot war dann auch unsere Zeit in Deutschland vorbei. Und so machten wir uns auf den Weg. Mehr als 12 Stunden waren wir unterwegs. Und es war alles dabei. Zug, Bus, Auto, Flieger. Leider hatten wir nicht nur schöne Erinnerungen im Gepäck, sondern auch eine kräftige Erkältung. Und wir mussten den Start in Licata langsam angehen lassen. Zurück in Licata. Unsere alte Windfahnensteuerung liegt hier neben mir am Boden. Da liegt sie. Und die können wir hier leider nicht anbringen. Ich habe das lange überlegt, aber das macht keinen Sinn. Ich kann euch bei Gelegenheit mal erzählen, wenn ihr wollt. Deswegen wird sie verkauft. Und ich habe auch einen Käufer. Jetzt muss sie nach Deutschland. Und ich habe festgestellt, nur mit Karton wird das nichts. Ich muss den ausstreifen mit Brettern und Latten. Und deswegen fahre ich jetzt zum Baumarkt. Ich finde das immer schön, mal in den Baumarkt zu fahren oder in irgendwelche Spezialläden in den anderen Orten und Städten und Ländern, weil das immer anders ist und weil man sich auch immer erstmal auf die Suche machen muss. Du kommst dann mit den Einheimischen ins Gespräch, wo kriege ich denn das und so weiter. Das war jetzt hier von dem Rettungsschiff hinter mir, die hatten mir den Tipp gegeben, es gibt hier wohl einen Baumarkt, da fahre ich jetzt hin. Mit dem Fahrrad ist nicht weit und schön in der Abendsonne nochmal durch die Marina zu fahren, ist natürlich auch schön. Buonasera. Lenjo. Er sprach kein Englisch, aber Wood hat er dann doch verstanden. So, sehr gut. Noch einen Schuppen mit einbezogen. Das ist irgendwie so zusammengewürfelt. Ist jetzt ein bisschen schade. Ich bräuchte noch eine Pressspanplatte oder ein Sperrholz. Haben sie aber nicht. Na gut. Muss ich ein bisschen zaubern.
Kein Tag ohne Basteln. Aber immerhin, es ist Ende Januar und ich kann im T-Shirt sein, wenn auch stark verschnupft. Ich bastel heute die Kiste weiter für die Windfahnensteuerung, damit die versendet werden kann. Das ist jetzt deutlich aufwendiger, als ich dachte, aber das hilft ja jetzt nichts. Ich kann sie nicht ewig auf dem Boot rumfahren, ich kann damit auf dem Boot nichts mehr anfangen und es freut sich jemand über die Windfahne und ich freue mich, dass sie in gute Hände kommt und tatsächlich noch über den Atlantik fährt. Kleiner Hinweis, wenn du mehr über Bootsreparaturen sehen möchtest, unser neuer Kanal Hafenkino Technik ist jetzt online, da geht es nur um Bootsreparaturen. Ich hoffe, wir sehen uns da drüben und jetzt geht's hier weiter. Viel Spaß! Ist jetzt ein kleines Kunstwerk geworden, aber mir ist es so immerhin lieber, dass es gut verpackt ankommt. Es fehlen jetzt noch eigentlich nur noch ein paar Kabelstrapse und ein bisschen Verpackungsmaterial zum Polstern und dann kann ich es mit Pappe verkleiden und dann bin ich fertig.